Willkommen zurück zu einem neuen Designcode-Katalog-Teil von mir, eurer Baba Yaga. Heute schauen wir uns Fenster und Türen an. Das sind nicht nur Zwischenwände, sondern auch Sticker, also auch ganz viel für so Inneneinrichtungen, also quasi Happy Home Paradise oder halt eben für die eigene Hütte zu Hause. Und wir werden uns Fenster und Türen zusammen anschauen, weil da doch viele Designs für beides verwendet werden können, beziehungsweise oft, wenn jemand Fenster macht, macht die Person auch passende Türen dazu und man kann eigentlich alle Türen auch noch als Fenster, also gut, nicht alle, aber viele Türen auch als Fenster nehmen und viele Fenster auch als Türen. Aus dem Grund schauen wir uns die gemeinsam an. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal die Timestamps abchecken. Ich habe das trotzdem ein bisschen aufgeteilt in Türen, Fenster und etwas, was beides ist. Also falls ihr das skippen wollt, könnt ihr das da gerne machen. Und wir starten hier direkt einmal mit verschiedenen Fensterdesigns. Wir haben hier auf jeden Fall schon einmal Sticker-Designs, was so Sprossenfenster sind mit so ein bisschen Schnee drauf. Dann haben wir hier so ein bisschen länglichere Fenster, wo auch so eine Sprosse in der Mitte ist. Ich finde, wie man das auch hier schon bei den beiden Beispielen gesehen hat, in Kombination mit den verschiedenen besonderen Tapeten, ist das einfach ein richtig cooles Raumdesign. Das gibt es, wie man hier sehen kann, auch in asiatisch, auch in verschiedenen Ausführungen, wie man hier sehen kann. Und ich liebe einfach diese Kombi aus diesen Fensterdesigns und den Tapeten im Hintergrund. Wenn man jetzt nicht den Platz hat bei sich, bei den Designs, dass man so viele verschiedene Fensterdesigns speichern kann, dann kann man sich natürlich hier auch ein Fensterdesign aussuchen, was so ein bisschen weniger komplex ist. Dadurch sieht das nicht ganz so spektakulär aus, aber man hat dann auch nochmal mehr Platz für andere Designs und man kann natürlich auch, wenn man jetzt schon alles freigeschaltet hat, das mit Säulen und mit Wänden machen, wenn man jetzt nicht so viele Designs verwenden möchte. Aber ihr werdet hier auf jeden Fall viele verschiedene Fensterdesigns finden, die unterschiedlich komplex sind, die man auch unterschiedlich verwenden kann. Und natürlich kann man die auch mit den Säulen und den Trennwänden oder verschiedenen Items kombinieren, irgendwelchen Regalen oder den Lattenabtrennungen und so weiter. Da werdet ihr hier auch bei den Beispielen einige Sachen sehen, aber ihr könnt da auch eurer Kreativität freien Lauf lassen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich ganz viele Häuser eingerichtet habe, dann schaut auf jeden Fall sehr gerne auf meinem Kanal vorbei. Da lade ich auch aktuell meine 30 Häuser hoch von Happy Home Paradise, die man einrichten musste, um die Story durchzuspielen. Und wie ihr das auch hier zum Beispiel sehen könnt, sind bei den Screenshots nicht nur Fenster dabei. Also das ist jetzt Fenster und Türen ist jetzt das Thema, aber da sind auch noch viele andere tolle Designs dabei. Die könnt ihr euch auch auf jeden Fall einmal screenshotten oder wenn euch das weiter interessiert, könnt ihr auch auf meinem Kanal wieder vorbeischauen und den Designcode-Katalog bei den anderen Playlists abspeichern. Da kommen thematisch sortierte Videos zu allen möglichen Designs online, beziehungsweise sind auch schon online. Da könnt ihr dann immer durchblättern, durchskippen und schauen, ob ihr da irgendwelche Designs findet, die ihr gebrauchen könnt. Also ich habe unter anderem auch schon verschiedene Straßen- und Wegdesigns, verschiedene Pflastersteine oder verschiedene Blumendesigns. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Und wie gesagt, sowieso auch, wenn euch interessiert, wie ich die Häuser bei mir einrichte. Tatsächlich verwende ich eigentlich keine Fenstersticker bis jetzt. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch anschauen. Ich habe schon Strand- und Entspannungshäuser hochgeladen, dann Häuser, die so das Thema Pflanzen und Natur hatten. Also da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen Inspiration holen, wenn man da irgendwie was braucht und wenn man natürlich auch nochmal einfach Freude daran hat, sich andere Einrichtungen anzuschauen. Und meine RA ist in den Videos auch immer verlinkt. Also ich persönlich würde sagen, es lohnt sich. Und hier diese Designs, muss ich sagen, also wir haben nicht nur so Holzfenster, Holztüren, sondern auch hier so Steinfassaden. Die finde ich auch richtig nice. Also ich finde, die sehen richtig gut aus. Hier haben wir zum Beispiel auch die Fenster, die hier für Zwischenwände verwendet wurden, die man aber auch easy als Sticker-Designs verwenden kann. Ich denke mal, die Designs wurden erstellt noch bevor es die Sticker gab. Und damit ist man natürlich auch ein bisschen beschränkt auf den Innenbereich, wenn man das als Sticker verwendet. Wenn man das als Zwischenwand verwendet, so wie jetzt hier die letzten Designs, dann kann man das natürlich auch draußen verwenden, wenn man irgendwie Terrassen baut oder Räume baut. Hier haben wir dann auch nochmal ein Fensterladendesign, also das kann man dann neben die Fenster an die Wand kleben. Man kann das natürlich aber auch für Regale oder sowas verwenden. Ihr seid ja natürlich nicht darauf beschränkt, das nur für Fenster oder nur für Türen zu verwenden, aber wenn euch irgendwie so ein Design gefällt und
euch schwebt das im Kopf rum, dann wisst ihr, okay, wir finden das hier bei den Fenstern und Türen. Da ist ja natürlich dann der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt und man muss sich da nicht einschränken. Und es gibt wirklich alles Mögliche und natürlich sind auch die Sachen, die ihr hier sehen könnt, nicht alles, was es gibt. Das sind so die Sachen, die mir über den Weg gelaufen sind und das ist noch lange, lange, lange nicht alles. Und hier haben wir zum Beispiel auch ein Design, das finde ich auch sehr schön, weil es nur 4 Slots braucht und man auch noch die Vorhänge dabei hat. Auch als Sticker perfekt verwendbar. Hier finde ich es auch richtig nice, dass das so Fenster sind, die man auch zu den neuen Fassaden verwenden kann. Also man kann die halt auch draußen dazu stellen oder natürlich auch innen an die Wände machen. Und man kann dann damit auch, wenn man mit Kontrasttapeten arbeitet, man kann damit dann auch eine Wand faken, dass man dann da nicht direkt den Außenbereich hat. Also man muss es halt auch nicht nur für so Fenster verwenden, sondern man kann es auch so als Wände verwenden, um das alles irgendwie so ein bisschen abzugrenzen. Hier, das sind die beiden Designs, die sind schon gefühlt seit es Animal Crossing gibt, dabei. Also die hatte ich auch schon in meinen alten Design-Code-Videos gezeigt, noch bevor ich den Katalog gestartet habe. Und die gibt es schon immer und die sind auf jeden Fall immer noch schön, auch wenn natürlich noch viel, viel mehr schöne Sachen dazugekommen sind. Hier kommen wir jetzt langsam so Richtung Designs, die sowohl Fenster als auch Türen haben. Also entweder die Codes, die ich euch zeige, die haben sofort beides. Oder man kann halt das Design sowohl als Fenster als auch als Türen verwenden. Also, ich habe es ja eben schon gesagt, man kann es natürlich verwenden für das, was man möchte. Aber einfach, damit man das Video hier so ein bisschen strukturieren kann. Und ich finde auch zum Beispiel, das kann man hier auch sehen, wir haben da zwar das eine Steinfenster, aber ich finde, man kann zum Beispiel auch die verschiedenen Veranda- und Holzdesigns gut als Türen verwenden, zum Beispiel als Scheunentüren oder als Holztüren allgemein. Also wenn ihr dann in der Playlist euch das Video anschaut zu den verschiedenen Holz- und Terrassendesigns, dann finde ich, sind die auf jeden Fall auch easy als Türen verwendbar. Als Fenster vielleicht, wenn etwas so zugeriegelt aussieht, wie zum Beispiel die Türen, die ihr am Anfang des Videos gesehen habt, diese Scheunentüren. Ich finde, das könnte halt auch ein zugeriegeltes Fenster sein. Also wisst ihr, da wo dann so Bretter davor genagelt werden. Das kann man auch dafür verwenden. Was mir auch sehr gut gefällt, sind hier diese Türen, die quasi so Ladentüren sind oder halt eben auch Scheiben, also Fensterscheiben. Falls ihr die Inseltour Somewhere nicht gesehen habt, dann würde ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen, euch die mal anzuschauen auf meinem Kanal. Da hat die Erstellerin damit auch verschiedene Läden gebaut und man kann das auch so kreativ kombinieren und auch wieder für verschiedene Sachen verwenden. Also das gibt wirklich alles, was man gebrauchen kann. Entweder so Kirchenfenster, es gibt alles, so was Richtung Stein, Richtung Holz geht, alles Richtung Glas. Also ihr habt hier wirklich alles Mögliche und die Designer machen oft im Laufe der Zeit auch neue Designs. Also je nachdem, wann ihr das Video seht, gibt es vielleicht noch mal viel mehr, was ihr da sehen könnt. Und schaut auch auf jeden Fall sonst auf Pinterest vorbei oder auch gerne bei uns auf dem Discord-Server. Da werden auch immer mal wieder neue Designs gepostet und geteilt und ich würde euch sowieso empfehlen, bei uns auf den Discord-Server vorbeizuschauen. Da sind auch ganz viele liebe, hilfsbereite Menschen und wenn ihr wollt, dass ich ein Design zeige, was euch super gut gefällt, wo ihr denkt, das muss unbedingt in eins der Videos, dann könnt ihr das da auch sehr gerne in den Design-Code-Kanal posten. Dafür müsst ihr euch die Animal Crossing-Rolle geben. Wenn ihr euch mit Discord nicht auskennt, dann habe ich auch ein Video auf meinem Kanal, wo ich euch erkläre, wie das funktioniert. Und was ich auch noch nicht erwähnt habe, aber was ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, ist, dass es die verschiedenen Designs auch oft in verschiedenen Ausführungen gibt zu verschiedenen Jahreszeiten, also egal ob Herbst oder Winter und dann passt das natürlich auch zu den verschiedenen Jahreszeiten oder Einrichtungsstilen, je nachdem, was ihr vorhabt. Hier das Design, das finde ich richtig krass, also alle Designs hier, nicht nur die Fenster, sondern auch die Fassaden und alles, die waren so richtig 3D und die sehen so richtig realistisch aus. Deswegen habe ich euch das auch ein wenig länger gezeigt. Hier haben wir auch wieder richtig süße Türdesigns. Hier übrigens bei dem Hersteller ist nicht nur die Tür richtig nice, sondern ich finde die Idee mit den Treppen auch super cool. Also hier haben wir dann auch nochmal das Fenster dazu und die Treppe. Das werdet ihr auch nochmal in einem Sticker-Video sehen, aber auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Also finde ich richtig, richtig faszinierend und auch mit den verschiedenen Fassaden und Fenstern und so weiter, die ihr hier gesehen habt. Wenn man die richtig cool kombiniert, kann man zum Beispiel wie hier eine richtig coole Fassade machen draußen und dann einen Balkon dahin bauen. Man kann aber auch zum Beispiel
Kirchen damit bauen, was ich auch schon gesehen habe. Also da müsst ihr auch mal euch bei den Inseltouren bei mir durchklicken. Da gab es auch richtig coole Inseln, wo so Kirchen gebaut wurden und da konnte man auch richtig viel mitmachen. Also es ist sowohl für innen als auch für draußen verwendbar. Und da sind halt einfach keine Grenzen gesetzt. Und ich finde das auch richtig nice, dass man, das habe ich ja auch schon gesagt, es gibt nur die Steinsachen, die Holzsachen und so weiter, aber dass man auch so diese verschiedenen Stile erkennen kann. Also egal, ob ihr jetzt eine Berghütte baut, egal, ob ihr jetzt in der Stadt irgendwelche Sachen aufstellen möchtet oder so oder irgendwie in Richtung japanische Häuser gehen wollt. Da sind euch fast keine Grenzen gesetzt, außer jetzt vielleicht mit den Design-Slots, die wir haben. Da 100 dann doch bei so komplexen Designs vielleicht ein bisschen knapp werden. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bedanken, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Designs euch am besten gefallen haben oder auch welches von den Kategorien euch am besten gefallen hat oder was ihr als nächstes sehen wollt. Schaut auf jeden Fall sehr gerne auch auf Twitch vorbei. Da bin ich mehrmals die Woche live. Kommt sehr gerne auf Discord, da haben wir eine richtig liebe Community. Abonniert den Kanal, liked das Video, damit ihr mich unterstützt und lasst auch sehr, sehr gerne einen Kommentar da und ihr könnt die Playlist abspeichern, ihr könnt es gerne an Freunde schicken, um den Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.